Ich habe schon befürchtet, deine Abreise hätte mit mir zu tun gehabt. Wieso? Ich hatte einfach Angst, dass du diese ganze kirchliche Trauung nicht willst und deshalb die Flucht ergriffen hast. Wie kommst du denn darauf? Bitte, Jonas, glaub mir, da war das... Ich habe Heino so sehr... Halten Sie die Klappe! Ich habe die beiden zusammen gesehen. Ihn und Steffi, wie die besten Freunde. Mein Angebot steht noch. Sie bekommen die Informationen. Ich liebe Christoph und ich werde zu ihm nach Kanada fliegen. Was? Und jetzt gehe ich zu Henning und sage ihm endlich die Wahrheit. Hast du dir das gut überlegt? Ich kann meine Gefühle für Christoph nicht mehr unterdrücken. Was ist mit deinen Gefühlen für Henning? Sind die nicht mehr da? Ich liebe Henning, deshalb will ich ihm nicht länger etwas vormachen. Du machst dir selbst was vor. Du setzt deine Ehe aufs Spiel für irgendein Hirngespinst. Christoph liebt mich, das spüre ich. Wenn er wirklich aus geschäftlichen Gründen verhindert ist. Selbst dann kann ich mit Henning nicht vor den Altar treten. Obwohl du ihn liebst, wie du gerade zugegeben hast? Und jetzt verschwinde. Was ist denn los hier? Mir sind ein paar Gläser runtergefallen. Ja, das kann schon mal vorkommen. Das ist aber noch lange kein Grund, die Gäste anzuschreien. Ja. Ich suche was zum Zusammenkehren. Du hältst die Stellung so lang, okay? Klar. Wollen Sie sich nicht erst einmal entschuldigen? Was? Das ist schon in Ordnung so. Wie großzügig. Jonas, mach mal locker. Halt dich da raus. Soll ich ihr vielleicht noch die Füße küssen? Zunächst einmal sollten Sie Ihren Ton mäßigen. Passt Ihnen nicht. Nein. Dort ist die Tür. Daniel? Du musst mal runterkommen. Jonas dreht durch. Sie wollen mich rauswerfen? Sie, die Irre. Hier alle, wenn es sein muss. Ach, jetzt reißen Sie sich doch mal zusammen. Sie haben mir gar nichts zu sagen, ja? Keiner hat mir was zu sagen. Ich mach, was ich will. Cool, Alter. Schaust mich alle an. Jonas. Wo willst du hin? Weiß Christoph, was du vorhast? Nein. Sprich mit ihm, bevor du alles kaputt machst. Wozu? Er wird nur versuchen, mir alles auszureden. Ja, weil es Wahnsinn ist, sein ganzes Leben wegzuwerfen wegen ein paar Schmetterlinge im Bauch. Bitte, Isabel, versteh doch. Ich bin nicht verliebt. Ich liebe Christoph. Und er mich. Ach, er hat doch nur ein schlechtes Gewissen, weil er dich geküsst hat. Deswegen kommt er nicht. Auch wenn du anderer Meinung bist. Ich kann Henning nicht heiraten. Du bist bereits mit ihm verheiratet. Kirchlich meine ich natürlich. Das wäre einfach nicht fair ihm gegenüber. Genauso wie es unfair ist, ihm weiter vorzumachen, was für eine gute Ehe wir führen. Wenn du so denkst, dann müsst ihr euch wirklich trennen. Das wäre wahrscheinlich wirklich das Beste. Für eine gewisse Zeit zumindest. Bis wir wissen, wie wir mit der Situation umgehen sollen. Wie Henning mit Christoph umgehen wird, das kann ich dir jetzt schon sagen. Wird nicht sonderlich gut auf ihn zu sprechen sein. Henning wird nur erfahren, dass ich mich in Christoph verliebt habe. Dass Christoph meine Gefühle erwidert. Erfährt er spätestens, wenn ihr frisch verliebt aus Kanada zurück seid. Dann glaubst du jetzt also auch, dass es im Ernst ist? So oder so. Solltest Christoph um Rat fragen. Dafür ist es zu spät. Ich spreche mit ihm, wenn er wieder zurück ist. Sag hinterher nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Die Jahrgänge sind genauso schlecht wie Ihre Laune. Wundert Sie das, nachdem Arno den Job doch bekommen hat? Es findet sich bestimmt bald eine günstige Gelegenheit, um ihm zu schaden. Gönnen Sie ihm doch den kleinen Erfolg. Sie haben gewählt? Bringen Sie uns eine Flasche Mineralwasser. Sehr wohl. Eigentlich müssten Sie Arno dankbar sein. Jetzt hätten Sie Zeit, Jansen auszuspionieren. Und was ist mit Steffi? Machen wir sie fertig. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Max war in den letzten Tagen kaum zu Hause, hat seine alte Wohnung aufgelöst. Ja, das wäre doch die Gelegenheit gewesen, etwas über seine Vergangenheit herauszufinden. Dafür müsste sie mir schon sagen, wonach genau ich suchen soll. Nach allem, was mit seiner Familie zu tun hat. Das möglichst noch in diesem Jahrtausend.
Danke. Bitte schön. Haben Sie noch einen Wunsch? Nein. Ich soll übrigens als Zeuge gegen Arno aussagen. Dann können Sie Arno ja heimzahlen, dass er Sie ausgebotet hat. Er wird mit Sicherheit versuchen, mir Schwierigkeiten zu machen. Sie haben doch einen guten Anwalt. Zum Glück. Je mehr Zeit Sie mit Max verbringen, desto besser. Für Sie. Bin ich zufrieden, geht es Ihnen gut. Bin ich aber unzufrieden, also strengen Sie sich an. Ja, Jonas hat einige Probleme zurzeit. Das ist kein Wunder bei dem Benehmen. Ja, sicher tut es ihm längst leid. Stellen Sie sich mal vor, er hätte jemanden getroffen. Was denn dann? Ich werde dafür sorgen, dass so etwas nicht wieder vorkommt. Und er wird sich natürlich bei Ihnen entschuldigen. So. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Geht's wieder? Ich wollte ihm doch nur erklären, warum ich im Flugzeug so ausgerastet bin. Ich weiß. So habe ich Jonas noch nie erlebt. Ja, er hat einige Probleme zurzeit. Ist er deshalb früher von der Exkursion zurückgekommen? Jonas war gar nicht weg. Wie? Aber ihr habt mir doch gestern Abend Ja, erzählt. das war... Gabriella und ich, wir wollten dich nicht beunruhigen, weil du doch so einiges durchgemacht hast. Und deshalb lügt er mich an. Ja, wir dachten, es ist besser so. Jonas, er hat sich sehr verändert. Aber er fängt sich bestimmt bald wieder. Ja, und was soll ich machen, wenn er mir bis dahin über den Weg läuft? Also keine Ausreden mehr. Was ist los mit Jonas? Henning! Hey, joggst du immer in den Klamotten durch den Park? Nee, ich wollte dich eigentlich zum Essen abholen, aber du warst nicht im Büro und deine Sekretärin meinte, wenn, dann wärst du in diesem Park. Zum Essen bin ich schon verabredet. Aber wenn du magst, gehen wir ein Stück. Ah ja, gern. Gibt's einen besonderen Grund, warum du mit mir essen willst? Oder nur, weil du Hunger hast? Ich finde das eigentlich ein ganz guter Grund. Stimmt. Wenn du willst, holen wir das in den nächsten Tagen nach. Ich lade dich ein. Das ist nett von dir. Ohne deine Hilfe würde ich immer noch denken, ich hätte eine Ehekrise. Du weißt jetzt, warum Caroline abgereist ist? Ja. Eine Freundin ist gestorben. Ganz überraschend. Caroline war auf der Beerdigung. Mit 2 Koffern. Naja, als sie die Nachricht erhalten hat, hat sie zusammengepackt, was ihr an die Finger kam. Sie war halt durcheinander. Deshalb hat sie niemandem Bescheid gesagt? Ich denke schon. Du fragst dich wahrscheinlich, ob dir das Ganze mit Isabel auch bevorsteht, hä? Ja, ja. Mit Sicherheit. Wenn Gefühle im Spiel sind, denken Frauen an das Naheliegendste immer zuletzt. So habe ich das noch nie gesehen. Wie gut, dass wir Männer wissen, wie wir mit ihnen umzugehen haben, ne? Im Ernst. Sonst wird es immer nur zu Missverständnissen führen zwischen den Geschlechtern und nie zu einer harmonischen Beziehung kommen. So wie bei Caroline und dir. Auch wenn ich nur Zeuge im Prozess bin, mir wäre es lieb, du würdest mich beraten. Wenn du dir mein Honorar leisten kannst? Wir setzen uns dann in den nächsten Tagen mal zusammen, damit du mir noch ein paar Details erzählen kannst. Ja, wollen wir das nicht direkt machen? Tut mir leid, ich muss noch zu einem Mandanten. Vielen Dank für die Einladung. Gern geschehen. Haben Sie nicht auch noch einen Termin? Sobald ich etwas erfahren habe, melde ich mich. Guten Morgen. Auf Wiedersehen. Irgendwie nimmt es mir krumm, dass ich seine noch Ehefrau vertelle. Also macht er nichts draus, wenn er auch zu dir so unfreundlich ist. Bitte schön. Danke sehr. Ist Frau Schneider zu sprechen? Tut mir leid, sie ist heute nicht im Haus. Was wird Charlie wohl gerade machen, während du sie hier vermutest? Dir wird dein Lachen spätestens dann vergehen, wenn wir uns vor Gericht wiedersehen. Oder dir. Mir ist es nämlich doch noch gelungen, Max Jansen als Anwalt zu gewinnen. In seiner Situation würde er sogar den Teufel vertreten. Du solltest nicht alles glauben, was in der Zeitung steht. Selbst wenn er keine Informationen über seinen Mandanten verkauft hat. Sein Ruf ist ruiniert. Gerade deshalb wird er alles tun, um sich in meinem Scheidungsverfahren zu profilieren. Nur, das wird nicht genügen. Abwarten. Max Jansen ist immer für eine Überraschung gut. Auch für seinen Vater. Jonas ist zurzeit unberechenbar.
Von einer Sekunde auf die nächste rastet er einfach aus. Ihr beide hättet mir davon erzählen müssen. Das wollten wir ja auch, sobald du dich wieder gefangen hast. Ja, ich bin völlig okay, aber um Jonas mache ich mir Sorgen. Hast du eine Ahnung, wie ich ihm helfen kann? Du? Ja, schließlich ist er auch meinetwegen so durch den Wind. Hör auf, dir einzureden, dass du schuld bist. Wer denn sonst? Der Jonas ist genauso schuld. Er hat doch alles mit sich machen lassen. Und er hat unsere Warnung ignoriert. Das habe ich auch. Ja, aber bei dir ist das was anderes. Du warst schließlich Was? krank, durcheinander. Jonas dagegen... War so verliebt in mich, dass er nur gesehen hat, was er sehen wollte. Er hat sich die Dinge so lange schön geredet, bis sie ihm in den Kram gepasst haben. Und wenn er damit nicht weitergekommen ist, hat er erzählt, dass er dir helfen will. Das wollte er ja auch, auf seine Weise eben. Aber Schuldzuweisungen bringen es jetzt auch nicht weiter. Wir müssen Jonas finden. Damit er uns wieder eine vor den Latz knallt? Danke, kein Bedarf. Wir sind doch seine Freunde. Außer uns hat er niemanden. Ja, kein Wunder, wenn er so um sich schlägt. Bitte, Daniel. Nur noch einen letzten Versuch. Und wenn er sich dann immer noch nicht helfen lassen will, dann ist es eben so. Aber wenn, dann suche ich alleine nach ihm. Keine Widerrede. Du fährst nach Friedenau und ruhst dich aus. Aber nur, wenn du versprichst, mich anzurufen. Versprochen. Und du musst mir versprechen, nicht sofort einen Rückzieher zu machen, wenn er dir dumm kommt. Ich glaube zwar nicht, dass das viel bringt, aber egal was passiert, ich lass mich nicht abwimmeln. Hallo. Hier bist du. Ich habe dir doch gesagt, dass ich die Unterlagen für den Steuerberater zusammenstellen muss. Ja, aber weißt du hast nicht gesagt, dass du das zu Hause tun willst. Ich habe dich im Schneiders vermutet. Da war es mir zu unruhig. Hat Clarissa dich belästigt? Nein, wie kommst du auf Clarissa? Nun, weil ich sie vorhin dort getroffen habe. Sie konnte sich ihre Spitzenbemerkung wieder mal nicht verkneifen. Naja, wenn die Scheidung über die Bühne ist, wird dir das Lachen schon vergehen. Ja, das habe ich ihr auch gesagt. Woraufhin sie mir mit ihrem neuen Staranwalt, diesem Jansen, gedroht hat. Ich dachte, er hat es abgelehnt, sie zu vertreten. Nach dem Skandal kann er nicht wählerisch sein. Besonders als junger Anwalt ohne Rücklagen. Wie alt schätzt du ihn eigentlich? Ende 20, Anfang 30. Wieso fragst du? Mein Sohn wäre jetzt im selben Alter. Kommst du denn darauf? Nur so. Peter, was ist los? Er würde heute Geburtstag feiern, wenn nicht. Wenn Ingrid noch am Leben gewesen wäre, dann wäre er nicht umgekommen. Ich hätte sie nicht verlassen dürfen. Wann hörst du endlich auf zu grübeln? Peter, mach dir keine Vorwürfe. Damit erreichst du gar nichts. Leider. Ich kann jetzt nur noch dafür sorgen, dass Clarissa sich nie wieder in mein Leben mischt. Hallo Jonas. Hi. Kannst du heute Abend arbeiten oder soll ich jemand anderes fragen? Du schmeißt mich nicht raus? Nur wenn du mir versprichst, dass ich mich in Zukunft auf dich verlassen kann. Klar. Versprochen. Selbst wenn Kathi kommt. Kathi und du, ihr seid auseinander? Tut mir leid. Ach, muss es nicht. Die ganze Beziehung war von Anfang an verkorkst. Sie hat mir nur vorgemacht, mich zu lieben, und ich habe es mir eingeredet. Auch wenn sich das jetzt total abgedroschen anhört, mit der Zeit wirst du drüber wegkommen. Ach, bin ich schon. Fast jedenfalls. Kein Trennungsschmerz mehr, der dich deine Schichten vergessen lässt? Gut, dann sehen wir uns heute Abend. Und sei pünktlich. Bin ich. Danke nochmal, dass du nicht sauer bist. Der Job ist echt wichtig für mich. Schon okay. Ciao. Du denkst an deine Freundin? Eigentlich habe ich... Was? Dich nicht genug um sie gekümmert? Mach dir keinen Vorwurf. Nein, es ist... Was? Hey, Es ist so schlimm. ich weiß. Deshalb habe ich auch was für dich. Christiane? Vielleicht bringen sie dich auf andere Gedanken. Danke. Du bist so lieb zu mir. Ich liebe dich. Immer noch Kopfschmerzen? Ja. Warte, ich massiere dich. Das hilft. Ach. Keine Widerrede. Ich habe mir extra den Rest des Tages freigenommen. Für dich.
Suchst du Nina? Ja. Die muss jeden Moment wiederkommen. Die wollte nur schnell so ein paar Sachen einkaufen gehen. Okay, dann warte ich auf sie. Machst du mir einen O-Saft? Ja. Hey! Was machst du hier? Auf Nina warten. Das ist die falsche Antwort. Was machst du hier? Marc, bitte. Wieder Probleme mit deiner Schwester? Ja. Wie war dein Tag? Ich habe Henning getroffen. Ja, und weiter? Nach allem, was du so angedeutet hast, glaube ich nicht, dass deine Schwester auf eine Beerdigung gefahren ist. Das hast du ihm doch hoffentlich nicht so gesagt. Aber leicht gefallen ist es mir nicht. Danke. Ich hoffe nur, ich werde das Ganze nicht irgendwann bereuen. Bei Gelegenheit erzähle ich dir alles, ja? Jonas löst dich nachher ab. Mit anderen Worten, ich soll mir für den heutigen Abend nichts vornehmen. Das ist für Isabel. Ah, ja, dann. Wir telefonieren dann, okay? Also, wo brennt's? Caroline will die Hochzeit absagen. Nina, das müssen wir verhindern. Ja, und wie stellst du dir das vor? Ja. Also heute ist einfach nicht mein Tag. Hallo. Erst finde ich keinen Parkplatz und komme zu spät zu meinem Mandanten und dann kippe ich mir auch noch Kaffee übers Hemd. Mit oder ohne Milch? Hm. Nein, wenn du mir sagst, wie du ihn trinkst, da hole ich dir einen. Bevor ich noch ein Kaffeebad nehme, schwarz bitte. Sag mal, hast du heute Abend schon was vor? Nein, warum? Ich würde dich gern zum Essen einladen. Vorausgesetzt, du erträgst meine Kochkünste. Weil du als Koch mal halb so gut bist wie als Anwalt, wird aus deinem Einstand bestimmt ein Festmahl. Meinen Einstand wollte ich eigentlich erst später geben. Was feiern wir denn heute? Happy Birthday. Echt? Wirklich? Naja, es gibt Danke. Shit. Es tut mir leid, aber ich zahle die Reinigung. Ach, Unsinn, ich bin ja selbst schuld. Ich hätte diese Mistkartons längst wegräumen sollen. Sobald ich nachher zurück bin, räume ich ja auf. Ach, du willst voll zu deinen Eltern. Ein Geburtstagsgeschenk abholen. Da gehe ich schon lange nicht mehr hin. Ärger? Wohl mehr ein distanziertes Verhältnis. Liegt vermutlich daran, dass ich adoptiert bin. Kennst du denn deine richtigen Eltern? Nein. Interessiert mich aber nicht besonders. Also ich muss erst mal aus diesen Klamotten raus hier. Hallo. Hallo. Und? Henning hat sich extra den Nachmittag freigenommen, um mich zu trösten. Er war so liebevoll, so besorgt. Dass du es ihm nicht sagen konntest. Ja. Gott sei Dank. Weißt du, was das eigentlich bedeutet? Ich bin zu feige, zu meinen Gefühlen zu stehen. Nein, du liebst Henning. Du spürst instinktiv, dass er der Richtige ist. Deshalb konntest du ihm nicht wehtun. Wenn mir Henning wirklich so viel bedeutet, wie du sagst, warum belüge ich ihn dann die ganze Zeit? Weil du zuerst Christoph vergessen musst. Das kann ich nicht. Ich muss jede Minute an ihn denken. Sogar als Henning mich geküsst hat. Aber Christoph wird keine Beziehung zu dir eingehen. Henning ist sein Sohn. Trotzdem, ich kann Henning nicht länger die liebende Ehefrau vorspielen. Das geht einfach nicht mehr. Nach der kirchlichen Trauung wird alles ganz anders aussehen. Nein. Henning muss die Wahrheit erfahren. Jedenfalls brauchen Sie sich nicht mehr um Max Jansen zu kümmern. Mein Plan scheint Ihnen immer noch nicht zu behagen. Wenn ich mir vorstelle, jemand würde meinen Sohn dazu bringen, mich zu hassen. Kaufmann hat's nicht besser verdient. Was sind Sie nur für ein Mensch? Ich bin ein Mensch, der seinen Verstand gebraucht. Und der rät mir, den Umstand auszunutzen, dass Philipp Brandner und Kaufmanns Sohn unter einem Dach wohnen. Warum spionieren Sie ihn nicht einfach selbst aus? Er ist Ihr Anwalt. Sparen sich Ihre Ratschläge und halten sich von Jansen fern. Schönen Abend noch. Wiedersehen. Kommen Sie rein. Bitte. Wie kommen Sie denn mit Ihrem neuen Mitbewohner zurecht? Wir verstehen uns prima. Max ist ein netter Kerl. Herz allerliebst. Ist das alles, was Sie rausgefunden haben? Er wurde adoptiert. Das ist mir bereits bekannt. Weiter? Zu seinen Adoptiveltern hat er keinen Kontakt. Und was ist mit seinen leiblichen Eltern?
Die interessieren ihn nicht, sagt er. So. Sagt er. Dann sage ich Ihnen mal was. Jedes Adoptivkind interessiert sich für seine leiblichen Eltern. Vielleicht ist Max die Ausnahme. Vielleicht strengen Sie sich ja nicht genügend an. Wenn Sie mit Worten nicht weiterkommen, dann müssen Sie eben zu anderen Mitteln greifen. Deine Klingel ist wohl kaputt. Als ich dich gesehen habe, habe ich sie abgestellt. Hör mir doch mal einen Moment zu. Was willst du? Ich versuche dir nur klarzumachen, dass du nicht jedes Mal Amok laufen kannst, wenn dir irgendwas nicht in den Kram passt. Wie würdest du denn reagieren, wenn dich ständig jemand blöd von der Seite anmacht? Niemand macht dich an. Und was mit Christian? Er hat's nicht so gemeint. Und Kathi? Sie wollte sich entschuldigen und dir erklären, wie es so weit kommen konnte. Von wegen. Die versucht doch schon wieder, mich zu verarschen. Ich kann ja verstehen, dass du nicht gut auf sie zu sprechen bist. Trotzdem kannst du nicht einfach mit Gläsern nach ihr werfen. Ach komm, die Dinger sind ihr vor die Füße gefallen. Und das Glas an der Wand? Ja, das war vielleicht ein Tick zu viel. Genau wie deine Vorliebe, dich mit Gästen zu prügeln. Dann sollen diese Gäste mich eben nicht reizen. Oder du musst mal ein bisschen cooler werden. Wie soll ich denn versuchen, cooler zu werden, wenn... Denk wenigstens mal drüber nach. Und wenn du schon dabei bist, überleg dir gleich, wie du Nina deinen Ausraster von heute Mittag erklärst. Das ist alles geregelt. Nina versteht mich. Sie hält zu mir im Gegensatz zu den Leuten, die sich meine Freunde nennen. Hallo Christoph, hier ist Isabel. Wenn du diese Nachricht abhörst, dann ist es hoffentlich noch nicht zu spät. Hör zu, du musst sofort herkommen. Du bist der Einzige, der noch verhindern kann, dass Caroline Henning alles erzählt. Und beeil dich, bitte. Da bin ich wieder. Was machst du an meinen Sachen? Jonas hat ein Glas an die Wand geworfen. Zum Glück hat er niemanden getroffen. Ja. Und warum erfahre ich das bitte schön erst jetzt? Keine Ahnung. Aber du musst was unternehmen. Hi, hier bin ich. Pünktlich auf die Minute. Was war heute Mittag hier los? Ich dachte, du wüsstest Bescheid. Versuch nicht, es abzustreiten. Meine Mutter hat es mir gerade erzählt. Sag mal, bist du völlig durchgedreht? Mit irgendwelchen Gläsern um dich zu schmeißen? Weil Kathi hat voll drauf angelegt, mich zu provozieren. Kathi, du hast Mist gebaut. Also steh gefälligst dazu. Ja, es tut mir leid. Das kommt noch nicht wieder vor. Bis du das nächste Mal ausrastest. Ja, bestimmt nicht. Das Risiko ist mir zu groß. Du wirst dir einen neuen Job suchen müssen.